6 Millionen Euro. Klingt für einen normalen Büroangestellten wie Science Fiction? Nope. Für mich ist es reine Mathematik. Und heute lasse ich die Hose komplett runter und zeige dir den Dieselmotor für diesen Plan. Mein über 340.000 Euro Portfolio mit allen 51 Positionen. Die meisten zeigen immer nur ihre Gewinner. Ich zeige dir heute jede einzelne Aktie, jede Dividende und auch die schmerzhaften Kursverluste im aktuellen Marktumfeld. Mein Ziel? 1 Million Euro bis 2036. Aber was passiert eigentlich, wenn man das Ganze einfach 30 Jahre lang durchzieht? Ich habe es nachgerechnet und die Macht des Zinseszinses fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Und in welche 5 Aktien ich dieses Jahr über 20.000 Euro investiert habe, erfährst du auch jetzt. Und jetzt schnall dich an, wir rechnen uns heute reich. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Wir gehen gleich Zeile für Zeile durch alle 51 Werte, aber vorher will ich dir noch 3 schnelle und extrem wichtige Tipps geben, die dich schneller zum Ziel bringen. 1 Euro hier, 1 Euro da, das klingt erstmal nach wenig, aber über lange Zeiträume kommen da gruselige Summen zusammen. Ich habe das Thema am Anfang ziemlich ignoriert und somit fast 2.500 Euro an Ordergebühren verloren. Wenn du immer noch mehrere Euro pro Order zahlst, dann schau nachher unter das Video rein. Da packe ich dir den Link zu meinem Broker rein, mit dem ich bis 100.000 Euro Handelsvolumen pro Monat gar keine Ordergebühren zahle. Zweiter Tipp, durchhalten. An den Börsen geht es immer hin und her und allein in meinen 7 Börsenjahren hat mein Aktiendepot 3-mal um mehr als 25% nach unten korrigiert. Aber langfristig steigen die Kurse wieder und zwar manchmal schneller als du dir denkst. Das heißt, egal wie sehr es draußen crasht, immer schön investiert bleiben. Und der dritte Tipp, den man sogar heute direkt anwenden kann, wenn es an den Aktienmärkten mal knallt, nutze diese Korrekturen zum Nachkaufen. Am besten, wenn du das Gefühl hast, die Welt geht gerade unter und die KI wird die Softwarebranche auffressen, genau dann ist die beste Zeit, um echtes Geld zu verdienen. Aber bitte nicht in Wackelkandidaten investieren, sondern in echte Qualitätsunternehmen. So habe ich allein im Jahr 2026 über 20.000 Euro in richtige Qualitätsaktien investiert. Darunter in Aktien wie Microsoft, Mastercard, Visa, Palantir und ServiceNow. Aber jetzt lasse ich die Hose endgültig runter und zeige dir unser komplettes Aktienportfolio zum Stand Juli 2026. Und hier sind die 51 Positionen, alle schön im Parkett getrackt. Von stabilen Dividendenzahlern bis hin zu kleinen spekulativen Werten. Fangen wir ganz von unten an. In dieser Spalte siehst du meinen ursprünglichen Investitionsbetrag, hier ist der aktuelle Wert, hier die Rendite in Euro und hier in Prozent. Ich werde nicht über jede einzelne Aktie sprechen, aber wenn du Fragen zu einem bestimmten Wert hast, dann schreib es mir ruhig in die Kommentare. Meine kleine Bitcoin-Spekulation MetaPlanet ist aktuell mit über 60% im Minus. Das ist nicht so optimal gelaufen. Die 63 HelloFresh-Aktien waren ein nicht überlegter Kauf und das sieht man auch. Minus 75 bis 80% Verlust. Mein Anfängerfehler aus 2020, Alibaba mit über 50% Minus. Und hier direkt mein Tipp an dich. Wenn du Unsicherheit und extreme mittelfristige Kursschwankungen nicht magst, dann vermeide chinesische Aktien. Die Unternehmen wie Alibaba und Co. sind an sich zwar gut, aber es gibt 2 große Aber. Erstens die Außenpolitik. Das ist der ewige Kampf zwischen China und dem Westen. Wenn die beiden streiten, dann gibt es immer wieder Blacklists, Importbeschränkungen oder Sanktionen gegen China und so etwas schickt die chinesische Kurse immer zweistellig nach unten. Und zweitens die Innenpolitik. Wenn dem Onkel Jinping etwas nicht gefällt, dann können sogar die reichsten Männer Chinas auf mysteriöse Art und Weise verschwinden. Das heißt, in dem Land kann sich niemand wirklich sicher fühlen. Aus diesen beiden Gründen habe ich für mich entschieden, Länder mit zwar viel Potenzial, aber eben Diktaturstrukturen einfach zu vermeiden. Und Alibaba ist meine letzte China-Aktie im Depot. Ein eher frischer
frischer Fehler aus dem letzten Jahr ist The Trade Desk. Hier muss ich auch gestehen, dass ich das Unternehmen nur zu oberflächlich analysiert habe. Von daher das Ergebnis: minus 60% oder fast 900 Euro Kursverlust. Das polnische Amazon Allegro ist ebenso mein Anfängerfehler aus dem Jahr 2020, minus 40% Kursverlust. Die Fiserv-Aktien waren als schneller Turnarounder geplant, das hat aber auch nicht so gut funktioniert. Die 13 Aktien liegen aktuell mit 30% im Tomatenbereich. 6 Lululemon-Aktien waren ebenso keine gute Investition, minus 45% und fast 500 Euro minus hier. Seitdem vermeide ich normale Klamottenaktien, denn die sind mir einfach zu zyklisch. Bei meinen 2 Louis Vuitton Moet Hennessy Aktien bin ich aber viel entspannter, denn der Luxusbereich ist etwas ganz anderes als normale Klamotten. Die Position ist leicht im Minus, aber erstmal werde ich hier keine weiteren Aktien kaufen. Die 11-Bit Studios schleppe ich auch seit meinen wilden Anfängerjahren mit und naja, über 60% und 2000 Euro Verlust schmecken nicht so, aber zumindest steht das Unternehmen fundamental gut da, daher lasse ich die Aktie erstmal liegen. Die 23 Main Street Capital Aktien habe ich noch nicht so lange im Depot, der Kurs war ziemlich sexy und eine Dividendenrendite von 8% hat sich auch gut angehört, daher rein damit. Die 11 Accenture Aktien gehören heute zu den extremen Losern im Software-Sektor. Hier sitze ich ebenso auf einem fetten Verlust von über 40% oder 1100 Euro minus. Aber auch hier laufen die Geschäfte relativ gut, also irgendwann wird der Kurs schon wieder steigen. 5 Ferrari-Aktien für 1600 liegen bei plus minus 0. Die 24 Zoetis-Aktien erleben auch keine guten Zeiten. Allein dieses Jahr ist die Aktie um 40% und 900 Euro eingebrochen. Aber fundamental bleibt hier auch alles sehr solide, daher heißt es erstmal nur abwarten. Die 26 Netflix-Aktien im Wert von 1600 Euro wurden auch erst vor kurzem ins Depot aufgenommen. Das habe ich dir in dem Depot-Update oben rechts berichtet und bei günstigeren Kursen wird die Position definitiv erweitert. 2 Adyen-Aktien im Wert von 1600 Euro notieren aktuell mit über 20% im Minus. Die 59 Chipotle-Aktien hängen fast seit einem Jahr über 20% bzw. 500 Euro im Minus rum. Die 13 Procter & Gamble Aktien im Wert von 1700 Euro liegen leicht im Plus und unter 120 Euro werde ich hier weiter aufstocken. Die 47 Nike Aktien sind ein weiterer Beweis und meine persönliche Lehre, dass Klamottenaktien keine guten Investments sind. Minus 60% und über 2000 Euro Kursverlust. Als kleiner Trost kamen immerhin bereits über 100 Euro Netto-Dividenden rein. Meine ServiceNow-Position habe ich dieses Jahr bereits auf 28 Aktien im Wert von 2400 Euro erweitert und bei Kursen um 80 Euro werde ich hier weiter nach und nach investieren. 5 Münchener Rück-Aktien kamen als Ersatz für UPS und der fast perfekte Einstieg bei unter 440 Euro hat bereits über 15% Rendite generiert. Falls die Aktie unter 450 Euro fallen sollte, kaufe ich nach. Die 13 Adobe-Aktien wurden um 50% und 2000 Euro leichter und ich bin gespannt, ob hier der Turnaround gelingt. Ich nutze das Adobe-Paket selbst und die KI dort wird einfach nicht besser. Daher kaufe ich hier erstmal nichts weiter nach. So, jetzt wird es etwas interessanter. Palantir. Aktuell habe ich hier in 25 Aktien für fast 2800 Euro investiert, die einstellig im Minus liegen. Hoffentlich bleibt die Aktie noch ein bisschen länger unten, sodass ich die Position ausbauen kann. Die 172 RS Capital Aktien sind bei plus minus 0, aber die Aktie wurde primär für die Dividende gekauft, daher nichts Spannendes. Die 164 Diageo Aktien im Wert von 3000 Euro haben auch schwierige Zeiten und liegen aktuell mit etwa 15% im Tomatenbereich. Ich habe zwar über 60 Euro Dividenden bekommen, aber hier müssen wir einfach mehr Geduld haben. In Hercules Capital BDC habe ich etwa 3200 Euro investiert. Hier steht zwar auch ein Minus davor, aber die Aktie war auch als reine Cash-Cow gedacht. Die 180 Euro Dividenden und etwa 160 Euro Kursverlust machen fast eine Nullrunde. Also passt schon so. Mein verlustreicher Franzose Pernod Ricard liegt schon eine Weile mit 40% im Minus. Ich bin hier einfach zu früh rein, sodass meine 5800 investierten Euro nun über 2000 Euro leichter sind. Zumindest habe ich hier über 340 Euro an Dividenden erhalten und werde jährlich mit etwa 5 bis 6% Dividendenrendite für das Warten entschädigt. Die 45 Nestle-Aktien im Wert von fast 4000 Euro stehen mit plus 12% im Depot und haben bereits 80 Euro an Divis generiert. Also ein richtig defensives Unternehmen, das ich in den News gar nicht mal groß verfolgen muss. Wie vorhin erwähnt, Mastercard ist einer meiner Top-Nachkäufe des Jahres. Die 8,8 Aktien
im Wert von über 4000 Euro kamen frisch rein und hier sehe ich extrem viel Potenzial und werde die Position bei unter 420 Euro weiter ausbauen. Die 217 Kraft Heinz Aktien sind bei mir mit 20% und 1200 Euro im Minus. Irgendwann hatte ich hier über 6000 Euro investiert und etwa 370 Euro an Dividenden erhalten. Ich lasse die Aktie jetzt einfach liegen. Ich sehe hier zwar keinen schnellen Turnarounder, aber solange hier um die 5% Dividende pro Jahr reinflattern, kann ich ein bisschen warten. Mein teuerster Anfängerfehler ist das polnische Gaming-Unternehmen Playway. Ich habe hier wahnsinnige 9000 Euro investiert, die aktuell 40% im Minus sind, aber zumindest ordentlich Dividende zahlen. Ich habe in den letzten Jahren zwar über 1300 Euro an Dividenden erhalten, dieses Jahr kommen noch ein paar hundert Euro dazu, aber es wird wohl noch lange dauern, bis ich hier bei Null rauskomme. An der Stelle der zweite wichtige Tipp für dich. Erstens, nicht in Gaming-Aktien investieren, denn diese sind viel zu zyklisch. Und zweitens, nicht in Small-Cap-Aktien investieren. Die 261 Pfizer-Aktien liegen kurstechnisch leicht im Minus, schütten aber solide Dividenden aus. Seit Ende 2023 kamen über 500 Euro an Ausschüttungen rein. Novo Nordisk ist bei mir ziemlich weit nach unten gerutscht, denn ich habe einen Teil als Verlust realisiert, um Steuern zu sparen. Ich wollte die Aktie etwas später günstiger zurückkaufen, aber wie es immer so läuft, genau dann musste sie natürlich wieder steigen und ist nach meinem Verkauf, ich glaube um die 15% oder so, nach oben geschossen. Die Dividenden und die Kursrendite kommen zwar auf Null raus, aber der realisierte Verlust von 3200 Euro, das ist meine reale Rendite hier. Bin hier insgesamt also fett im Minus. Unschön, aber das gehört zum Investieren und halt dazu. Der US-Versicherer United Health war eine Weile mit über 30% im Minus bei mir, aber jetzt steht der Kurs mit plus 14% da und 100 Euro Dividenden habe ich auch erhalten. Und wie ich in den früheren Videos schon gesagt habe, ich bleibe hier ganz entspannt, weil die Fundamentaldaten an sich gut sind. Es gab ein bisschen Shitstorm seitens der Aufsichtsbehörden und vom Orangenmann, aber langfristig wird der größte US-Versicherer nicht einfach so verschwinden. Das kannst du für dich auch gerne als Tipp mitnehmen. Die 114 Realty Income Aktien sind über 17% im Plus und haben bereits fast 500 Euro an Dividenden gezahlt. Hier passt einfach alles. Visa ist mein weiterer Top-Pick des Jahres, der heute um 20% höher steht und bereits 2 Kisten Bier an Dividenden gezahlt hat. Mein Plan war es, die Position auf 5000 Euro auszubauen und das habe ich auch gemacht. Die 21 Anteile stehen heute bei etwa 6600 Euro und ich bin ziemlich happy damit. Die 136 Mondelez Aktien im Wert von über 7000 Euro sind bei plus minus null im Depot und generieren um die 3% Cash pro Jahr. Also auch nichts Spektakuläres. Immerhin über 200 Euro an Dividenden kamen bereits rein. Die 36 McDonalds Aktien sind zuletzt etwas gefallen, sodass ich nach 2 Jahren wieder bei Null gelandet bin. Ich überlege mir unter 230 Euro ein paar Aktien zuzukaufen, aber wenn nicht, dann eben nicht. Langfristig mache ich mir gar keine Gedanken und während ich warte, kommen etwa 2,7% Dividende rein und über 360 Euro habe ich schon kassiert. Die 77 Merck & Co Aktien im Wert von 8800 Euro sind ganz gut unterwegs. Hier bin ich über 50% im Plus, habe bereits über 200 Euro Dividenden erhalten und etwa 4% an Ausschüttungen kommen jährlich on top dazu. Jetzt kommen die absoluten Schwergewichte mit über 10.000 Euro Wert. Rio Tinto profitiert von dem globalen Ressourcenchaos und ich profitiere fleißig mit. Die 124 Aktien notieren mit über 50% im Plus und brachten bereits über 430 Euro Dividende. Ich bleibe hier einfach stur investiert und kassiere etwa 7% Dividenden pro Jahr. Mein Dividenden-ETF ist mittlerweile über 10.000 Euro groß, davon sind über 35% reine Kursrendite und über 800 reinvestierte Dividende. Passt. Amazon habe ich dieses Jahr auf 51 Aktien und über 10.000 Euro aufgestockt. Ich bin hier seit Ende 2022 dabei und bei den Kursen unter 180 Euro will ich die Position definitiv weiter ausbauen. Meine größte Investition nach dem investierten Kapital im letzten Jahr ist PepsiCo mit 107 Anteilen. Ich habe hier über 13.000 Euro investiert, die aktuell wieder leicht im Minus sind, aber um die 4% Dividende pro Jahr bringen. Ganze 540 Euro habe ich bereits erhalten und eine reine Quartalsdividende von 140 Euro schmeckt einfach. Meine 24 Meta-Aktien haben sich seit Ende 2022 ebenso ausgezahlt. Aus 3.000 Euro wurden 12.000 Euro, also sagenhafte 300% plus. Und ein kleines Taschengeld kommt über Dividenden ebenso rein. Der Klassiker MSCI
MSCI World ETF ist auf über 14.000 Euro gewachsen und notiert mit fast 80% im Plus. In Apple habe ich im März 2020 für 3.200 Euro investiert und sie seitdem nie wieder angefasst. Nach dem Aktiensplit habe ich 56 Anteile im Wert von ca. 16.000 Euro. Dazu kamen über 240 Euro an Dividenden. Hier hat sich das Halten auf jeden Fall auch gelohnt und ich weiß gar nicht, was passieren soll, dass ich meine Apple-Aktien jemals verkaufe. Also einfach liegen lassen. British American Tobacco war auch eine echte Überraschung. Die Aktie läuft aktuell auf dem gleichen Niveau wie die Tech-Werte. Meine 310 Aktien sind aktuell fast 17.000 Euro wert, also stolze 90% höher. Und sie brachten bereits 1.600 Euro Netto-Dividenden rein und ich erwarte weiterhin etwa 800 bis 900 Euro brutto jährlich. Nvidia ist meine krasseste Aktie im Depot. Seit Ende 2022 wurden aus 2.000 Euro mehr als 18.000 Euro. Das ist eine Rendite von über 700% oder umgerechnet 100% pro Jahr. Das Coole an Nvidia, die Dividende wurde um 2.400% gesteigert. Also in der Spalte Dividenden werden wir hier bald deutlich höhere Beträge sehen. Und es ist auch verrückt, aber meine persönliche Dividendenrendite bei Nvidia liegt jetzt bei über 4% pro Jahr, weil 2.100 Euro habe ich ursprünglich investiert und jetzt werde ich etwa 90 Euro pro Jahr allein an Dividenden erhalten. Auf Platz 3 ist meine allererste Einzelaktie Microsoft, in die ich insgesamt über 17.000 Euro investiert habe. Allein dieses Jahr waren es fast 9.000 Euro. Die Position mit 70 Aktien ist aktuell 23.000 Euro groß und brachte bereits etwa 450 Euro an Dividenden. Letztes Jahr war sie mit über 130% im Plus und heute liegt sie mit nur noch 30% im Plus. Das heißt für mich also, die Schwäche nutzen und eine der besten Qualitätsaktien günstig aufstocken. Unter 320 Euro werde ich hier definitiv weiter investieren. Auf Platz 2 steht die Aktie, in die ich seit Ende 2022 investiert bin und letztes Jahr fleißig im Dip gekauft habe. Alphabet. Die 88 Aktien stehen heute bei über 24.000 Euro, davon sind 14.000 Euro reine Rendite, das heißt ein Plus von etwa 130%. Und ja, letztes Jahr war Alphabet angeblich ein KI-Loser und dieses Jahr ist es plötzlich der KI-Gewinner. Was kann man daraus lernen? Big Tech im Dip nachkaufen und niemals verkaufen. Und auf Platz 1 steht die absolute Überraschung des Jahres, AMD, die aus 7.000 Euro auf verrückte 38.000 Euro gewachsen ist. Das ist ein reiner Kursgewinn von über 400% innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Ich bin sehr gespannt, wo die Aktie nächstes Jahr stehen wird, denn AMD macht jetzt genau 11% meines gesamten Depots aus. Das heißt, wenn AMD abschmiert, dann fällt mein Gesamtdepot ebenso ein bisschen auf die Schnauze. Aber ich glaube, bei AMD sind solche heftigen Kursschwankungen ganz normal. Zumindest ich habe mich über die Jahre daran gewöhnt. Und die 52. Position ist meine Cash-Reserve von über 23.000 Euro, die geduldig auf neue, günstige Einkaufsmöglichkeiten wartet. Jetzt noch eine kleine Portion Motivation zum Schluss. Schau mal hier, wir stehen heute insgesamt bei 345.000 Euro. Und für eine durchschnittliche Marktrendite von 10% annehmen, was Qualitätsaktien wie Microsoft historisch gesehen sogar zweifach geschlagen haben, dann passiert Folgendes. Nach nur 12 Jahren knacken wir die 1 Million Marke und nach 30 Jahren, also pünktlich zur Rente, explodiert der Zinseszins auf über 6 Millionen Euro. Das ist kein Glück, das ist am Ende reine Geduld. Ich weiß, 6 Millionen klingen verdammt weit weg und in 30 Jahren kann viel passieren. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Einfach mal absolut nichts zu tun ist beim Investieren oft das Schwierigste überhaupt. Ansonsten, wenn du dieses Video schaust, haben wir die Wohnung rappelvoll mit Familie und kleinen Kindern, also sei mir nicht böse, wenn ich dieses Mal nicht sofort antworten kann oder nächste Woche kein langes Video kommt. Ich wünsche mir viel Glück und gute Nerven und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Kakao.